Ich bin schon sehr rastlos. Während ich die eine Sache mache, denke ich schon an die nächste Sache, die ich machen könnte. Hier hat es jetzt noch mal einen besonderen Faktor gehabt, auch durch einen Freund. Der hat mich immer angespornt, so mein Bestes zu geben und so irgendwie alles aus mir rauszuholen. Und das ist auch bis heute immer noch so, dass ich mir das einfach selber beweisen wollte, hey, kann ich sowas schaffen? Die Freundschaften sind noch ein bisschen näher aneinander und das ist auch, glaube ich, so ein Landding. Wir sind natürlich alle hier im Ort aufgewachsen, die meisten Jungs, die hier mitgeholfen haben. Und natürlich haben wir Partys gefeiert und zum See gefahren im Sommer. Und all die Sachen, die man quasi als Jugendlicher macht, die machen wir auch heute noch. Das ist für die meisten einfach auch so ein Bezugsort zum Zusammenkommen und irgendwie Freundschaft hochleben zu lassen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ding, warum die dabei sind. Ich bin der Felix, komme aus Daden und das hier ist mein Ferienhaus 2.0. Diesmal mit Metallfassade, noch besser gebaut und endlich fast fertig. Dann kommt mal rein in die gute Stube. Tür ist offen, Schuhe kann man anlassen, ist ja noch in der Fertigstellungsphase, deswegen ist das kein Problem, wenn man die Schuhe anlässt. Die Lampen sind dran, der Ofen ist drin, die Küche ist installiert und fertig. Jetzt fehlt eigentlich quasi nur noch die Einrichtung. Und da kommen heute ein paar Freunde und helfen mir bei, dass wir das alles schön zusammengebaut kriegen. Und dann kann man auch hier schon mit dem Leben anfangen. In dem ersten Haus, was ich gebaut habe, da gab es keine Tür bei der Toilette, beziehungsweise nur so eine kleine Rolltür. Und das habe ich festgestellt über die Jahre, dass das mal besser machen muss. Genau. So, hier sieht man das jetzt schon. Endlich eine große Tür, die man abschließen kann mit Schloss und Griff und allem drum und dran. Also man lernt aus seinen Fehlern. Und da kommt man jetzt direkt über so eine bodentiefe Tür, kommt man raus auf das Deck. Ich bin echt zufrieden über diese riesen Fläche, die man hier draußen hat, die man dann auch einfach Tür auf und draußen essen, drinnen essen, das ist alles nur irgendwie 1 Meter entfernt. Und das war ja auch der Sinn, das so funktional und klein zu bauen. Und das gefällt mir richtig gut, da bin ich happy. Besonders mit dem Ausblick dann über die Ortschaft und in den Wald hinein. Diese großen Teile, die müssen quasi alle nach oben. Und 2 Mann, ganz wichtig, Jungs, bitte nicht mehr an irgendeine Wand kommen. Lieber euch verkratzen, aber nicht mehr an eine Wand kommen. Das ist ganz wichtig. Ja, hier ist alles frisch gestrichen. Also am liebsten würde gar keiner hier drin wohnen. Ja, irgendwie. Jetzt muss man natürlich irgendwo mal eine Bedienungsanleitung. Habt ihr mal eine gesehen? Nö. Ja, wenn so ein Haus hier 500.000 € kosten würde, könnte ich mir das auch nicht leisten. Aber ich mache fast alles alleine, beziehungsweise mit meinen Freunden. Und heutzutage sind natürlich die Arbeitskosten die größten. Also die Materialkosten sind eher so 1/3, sagt man jetzt so generell beim Hausbau. Und das andere sind halt eher die Arbeitskosten. Also eigentlich haben wir doch schon hier zusammen. Warte mal ganz kurz erstmal, bevor du die festmachst. Ich mach die ja nicht ganz fest. Okay, wenn du sagst, du hast nichts vergessen. Sehen wir nachher. Ja. Das ist hier kein einfaches Bett. Da muss man ja fast für studiert haben. Ein Haus ist einfacher zu bauen als hier so ein Bett teilweise. Also das ist auch ganz interessant. An Eigenleistung habe ich natürlich bis auf die Fenster und die Elektrik natürlich alles selber gemacht. Man muss aber dazu sagen, ich bin Architekt und habe die Pläne mit einem Kumpel zusammengezeichnet. Wir haben die eingereicht zusammen, das heißt, da spart man schon mal Geld. Ich habe hier Zehntausende Schubkarren Erde selber umhergefahren. Ich habe die Bodenplatte selber eingeschalt und vom Anfang bis zum Ende, bis zum letzten Strich und der letzten Acrylfuge habe ich einfach fast alles selber gemacht. Und das klappt auch mal besser und mal schlechter, weil man natürlich nicht alles selber kann. Warum steht das denn hier so schief, so komisch, interessant? Ja, fast, ja. Sind drin. So, jetzt runter, 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 langsam, runter, noch ein bisschen mehr runter. So, der will uns nicht. Ja. Ja. Warte mal gerade, Leute, ihr macht mich alle nervös, wenn wir gleichzeitig alles hier. Macht doch einfach die unteren beiden drauf. Komm, bitte.
Ich kann das nicht, wenn ihr alle redet, das geht nicht für mich. Hier passiert noch irgendwas an der Stelle. Ich weiß auch nicht, wo das Ende dann ist, Ibo. Nee, Basti, das ist doch jetzt gar nicht in dem Rahmen drin, dein Loch. Boys, einmal ein Haus bauen, so, Matratzen reinwerfen und fertig. Wieder einen erledigt, wieder eins weg. Toll. Alright, so, nächstes, Leute, nicht zu lange Pause machen. Jetzt gibt's ein Bier. Vor 5 Jahren bin ich aus Australien zurückgekommen, habe dann schon mal ein Tiny House gebaut. Das war sehr designlastig, hat aber dann in so manchen Stellen nicht so ganz gut für Gemeinschaft funktioniert, weil alles sehr minimalistisch ist. Das ist einerseits hier der schönste Ort, den ich je kennengelernt habe. Andererseits haben wir aber auch während der Bauphase in einem Feuer nebenan von dem Haus einen ganz guten Kumpel verloren. Der ist da drin verbrannt und der hat aber auch hier an dem Haus mitgebaut. Also emotional ist das natürlich für mich eine ganz große Geschichte gewesen. Der hat das nie erlebt, wie es fertig wurde, und das ist quasi dieser bittere Beigeschmack, den man hier hat, wenn man hier so lebt und um die Räume wandelt, dass einfach dass irgendwer fehlt, der das eigentlich hätte miterleben sollen. Jedoch ist für mich auch mal wichtig, dass ich von diesem Thema einfach auch ein bisschen Abstand nehmen kann und einfach auch so ein bisschen einen neuen Lebensabschnitt starten kann mit einer neuen Hütte, in dem Sinne von, dass ich von dieser alten Geschichte einfach wegkomme, und das ist jetzt in der Vergangenheit und das ist auch schlimm. Der wäre stolz gewesen auf das, was ich hier gemacht habe, und der wird auch immer in meinem Herzen bleiben. Ich wollte einfach mir das setzen und dass ich das irgendwie schaffe. Das hätte ich auch nicht ohne meine Freunde geschafft, aber das sind einfach Leute, auf die kann ich mich auch verlassen, und dann kann man alles schaffen. Das sind jetzt ein paar Leute, die haben auch Kinder schon und sind verheiratet. Die kommen dann natürlich nur noch, wenn sie können. Und die anderen Leute, denen helfe ich natürlich auch, wenn die rufen, und das ist so ein Zusammenspiel. Man kann natürlich sagen, dass 1, 2 Leute, die hier besonders viel geholfen haben, wie jetzt zum Beispiel der Christopher, die haben auf Leben einfach einen Stein bei mir im Herzen, weil das natürlich ein Freundschaftsdienst ist oder ein Dienst, der über jede Freundschaft hinausgeht. Macht es ja nicht Sinn, dass wir jetzt erstmal alle hier drauflegen und so. Ich habe Angst, dass du dann nicht mehr, ja genau, wegen mir können wir die auch minimal fixieren und nachher einmal. Einfach Schrauben durchballern. Das ist mir auch egal, wie ihr wollt. Blöd ist halt, wenn es gleich schief wird, weil dann können wir hinterher alles lösen, wenn es zu schief ist. Ich würde jetzt auch hinlegen, oben festmachen. Ja, okay, dann machen wir jetzt mit dem nächsten weiter. Wir haben ja immer eine Schraube drin, also das stört mich jetzt auch nicht. So, dann gehe ich wieder runter mit Marius und wir holen die nächste. Ja. Passt hier immer noch super. Ich bin einfach froh, dass es jetzt fast fertig ist, und freue mich einfach wieder, diesen Ort auch neu zu erleben, also das neue Grundstück, und vor allen Dingen hier die Natur wieder zu erleben, Sport zu machen, Feuer zu machen, zu grillen nach der Arbeit. Und das ist quasi so ein bisschen auch ein Neuanfang von der alten Geschichte, die jetzt auch in der Vergangenheit liegt, und einfach nach vorne schauen in allen Hinsichten. Ja. Stopp! Seid ihr alle sauber? Bitte guckt, dass ihr sauber seid. Jungs, vielen Dank für die Hilfe. Da will ich mich doch auch mal hinsetzen, wollte ich gerade sagen. Prost! Das war's erstmal von mir, und wenn ihr noch mehr Dorfmenschen sehen wollt, klickt hier auf den Link. Viel Spaß!